mochte ich persönlich, weil mich das erinnerte an Berlin, wie die Mauer fiel und wie ich eigentlich durch die Straßen lief und die Geräusche von den Straßen. Es war für mich eigentlich der Sound der Stadt. Dadurch, dass irgendwie gerade Techno auch propagiert, dass alle gleich sind im Vergleich zu vorher, wo es immer irgendwie so den großen Rockstar gab, der da als Star stand. Und deswegen war auch Techno für mich irgendwie politisch total wichtig. Dann hatten wir den Kellerabgang entdeckt hinter einem Regal. Wow, wir standen da so mit Feuerzeugen. Also ich war sehr ergriffen, alle eigentlich. Weil du kamst in einen großen Kellerkomplex und in diesem Kellerkomplex führte ein Weg in einen Raum, in diese Stahlkammer. Und das war was Besonderes. Mir war auch sofort klar, dieser Ort, der hat das Potenzial, etwas ganz Großes auszurichten. Das war halt meine allererste Show, das erste Mal, dass ich vor Leuten gespielt habe. Insofern, ich war halt zu Hause, habe den Bass rausgedreht, alles immer schön leise. Und da stand dann dieses große Bose Bassrohrsystem. Das heißt, ich habe das erste Mal Sachen in meiner Musik gehört, die vorher gar nicht da waren. Und das hat bei mir eben letztendlich auch ausgelöst, irgendwie, okay, das ist es, das möchte ich machen. Der Spirit ist spreaded, der ist überall. Und Berlin, man trifft sich hier eben, weil hier die Masse zusammenkommt und sich natürlich in der Masse besser feiert. Wie man tanzen kann, so wie man in der Disco nicht tanzen kann. Sonst kann man wahrscheinlich in der Disco rausfliegen ganz schnell. Ja, wenn du so in der Disco tanzt, wie du hier tanzt,
bist du blöd angeglotzt, hier voll die Macke oder so. Und hier ist es halt normal. Hamburg. Aus der Schweiz. From Africa, gerne. Was kostet dich das Wochenende? 300 Mark so ungefähr. 500 vielleicht. Sonne im Herzen, ob es stürmt oder schneit, dann bist du im Leben für alles gefeit. Ich habe dann halt bei der Anmeldung überlegt, wir brauchen eigentlich nicht das Manifestieren von dem, wogegen wir sind, sondern wir brauchen eigentlich, wenn, dann eine Manifestierung dessen, wofür wir sind. Ja. Und das haben wir dann quasi gemacht mit der Love Parade. Wir sind tagsüber dann raus und haben einfach unsere Musik und es war eine riesige Euphorie. Rave. About 1 million techno fans dance in the streets of downtown Berlin in the Love Parade. Die Musik ist professioneller geworden, was auch schade ist eigentlich. Also diese dilettantische von vielen ersten Produktionen, das hat ja Sache eigentlich noch so richtig so die Würze gegeben. Die ist durch, die gibt es nicht mehr. Es gibt auch die Leute nicht mehr, die machen können. Der Spirit ist weg.